Eintauchen in eine fremde Welt, fern der eigenen Heimat. Staunen, wie in einer anderen Kultur gearbeitet wird. Da ist anders, definitiv. Lernen, sich zu verständigen. Brauchen ist schön. Erleben, wie in einem anderen Land ausgebildet und ja, auch gefeiert wird. Das ist Perspektivenwechsel. Früher Morgen kurz nach 6. Adrian Brühwiler und Armin Kellenberger sind im Landeanflug auf Kathmandu. Während der nächsten Woche wird die nepalesische Hauptstadt ihr Zuhause sein. Helvetas engagiert sich seit über 60 Jahren in Nepal. Der Sanitärproduktehersteller Geberit unterstützt dieses Engagement. Gemeinsam lassen Geberit und Helvetas die beiden Sanitärinstallateure aus dem Thurgau in eine für sie völlig neue und fremde Welt eintauchen. Dazu gehören Kultur und Religion genauso wie der Verkehr. Ja, es ist recht hektisch. Man denkt ja mal, in Zürich ist es schon recht wild, aber ja, das ist unvergleichbar. Adrian und Armin sind unterwegs zum ersten Treffen mit ihren Gastgebern, den nepalesischen Sanitärinstallateuren Padam Sunawar und Bubikram Angdembe. Mit Hilfe von Übersetzer Sudip Sharma findet eine erste scheue Annäherung der 4 Sanitäre statt. Sie erwarten von uns eigentlich, dass sie sich nachher besser trainiert fühlen, weil wir sehr wahrscheinlich das Know-how ein bisschen mehr haben als sie. We are making plumbing in Switzerland, they make plumbing here in Nepal. And our system isn't 100% correct. This is Swiss... Swiss... Eigenschaft. Das fällt mir zu nicht. Okay, fine. I got your point. Man versteht sich auch so. Vom Helvetas-Büro geht's quer durch die Millionenstadt zu Padams Sanitärgeschäft, wo die beiden Schweizer von den Familienangehörigen ihrer Gastgeber herzlich empfangen werden. Gleich hinter dem Geschäft wohnen Padam und Bubikram mit ihren Familien. Für Armin und Adrian wurde eigens ein Zimmer geräumt. Das haben wir nie erwartet. Von dem her, ich glaube, mit Fernsehen, das ist unglaublich. Wir werden wahrscheinlich nicht brauchen, aber das ist wahrscheinlich alles. Sie haben wahrscheinlich alles eingestellt, was sie haben, oder? Es ist eigentlich nicht so schlimm wie erwartet. Es schmeckt ein bisschen streng, ich weiss aber nicht, ob das an der Aussenluft liegt vom Quartier einfach. Bei einem nepalesischen Chai, dem süßen lokalen Tee, tauschen sich die 4 Sanitärinstallateure über ihre Heimatländer aus. In ein paar Wochen schon werden Bubikram und Padam in die Schweiz kommen. Adrian und Armin bereiten sie auf ihren Besuch bereits ein bisschen vor. In Switzerland ist es Alps. Mit Gesten, Bildern und Händen gelingt die Verständigung. Der nächste Morgen. Zum Frühstück gibt's ein stärkendes Dalbat, einen Linseneintopf mit Reis und Gemüse, die Grundmahlzeit in Nepal. Frisch gestärkt machen sich die 4 Installateure auf zur Arbeit. Zur etwa eine Stunde entfernten Baustelle geht's mit dem öffentlichen Bus. Ungewohnt für Adrian und Armin. Von der Bushaltestelle geht's noch einmal etwa 20 Minuten zu Fuß zur Baustelle. Die liegt in Bhaktapur, einer vergleichsweise wohlhabenden Nachbarstadt von Kathmandu. Hier entstehen zurzeit viele neue Häuser. Die 4 Sanitärinstallateure haben den Auftrag, in einem Neubau am Stadtrand 3 Badezimmer auszubauen. Zum Start ist Improvisation gefragt. Bubikram muss Strom beschaffen für den ersten Auftrag. Ja, ich weiss jetzt gerade die 2 Rohrstück und die Milch zueinander, dass es auch die Leitung verlängert. Machen die das auf der gleichen Art? Unter anderem, ja. Bubikram freut sich über die Verstärkung. Er setzt seinen kräftigen Schweizer Kollegen gleich ein. Is Armin good? Ja. Yes. Is he strong enough? Strong enough? Yes. Während Armin und Bubikram sich ans Verlegen der verschweißten Röhre machen, gehen Adrian und Padam außen am Haus ans Werk. Hier erlebt Adrian sein graues Wunder. Ja, geil.
Ist das ein bisschen anders als bei uns? Das ist anders, definitiv. So offenes Feuer können wir bei uns nicht ganz zu einer Leitung verbinden. This is very interesting. Yes. Vieles ist anders beim Installieren in der fremden Welt. Immer wieder staunen die Schweizer Sanitäre, mit wie wenig Werkzeugen ihre nepalesischen Kollegen auskommen. Und auch sonst sorgt die nepalesische Bauweise für gelegentliche Verblüffung bei den beiden Schweizern. Im Schreiner heisst es, musst Millimeter genau. Das habe ich also etwa Zentimeter genau und da auf 10 Zentimeter. Installieren in einer anderen Welt. Das eröffnet neue Perspektiven. Padam bringt die Gäste aus der Schweiz an den Ort, an dem er den Sanitärberuf erlernt hat, das Skills Training Center in Bhaktapur. Das Berufsbildungszentrum bietet Kurse in verschiedensten handwerklichen Berufen an. Die Kurse hat Helvetas im Rahmen des Employment Fund Programms gemeinsam mit den privaten und staatlichen Trainingsanbietern entwickelt, mit dem Ziel, auch Armen und Benachteiligten eine praktische Berufsausbildung zu ermöglichen. So steigen ihre Chancen auf Beschäftigung. Adrian ist vom Angebot überzeugt. Ich finde schon, dass es etwas nützt, auch wenn es jetzt im Stil quasi ist. Weil viele haben das irgendwie so in dieser Art noch gar nicht gesehen, weil die meisten haben eine Lust vor. Wie schon andernorts staunt Armin auch hier, wie stark Nepal und die Schweiz sich unterscheiden. In der Schweiz ist es bedeutend effizienter. Der Halsschneider, Gewindschneider, ist ein bisschen lang. Wenn jeder so lange hat, dann bringt man einen Tag vielleicht einen Gewindschnitt und das ist ein bisschen weniger. Die Woche in Nepal vergeht für die beiden Schweizer wie im Flug. Sie werden Zeit brauchen, um all die neuen Eindrücke zu verarbeiten. Zum Abschluss ihrer Woche führen Padam und Bubikram sie nach Pashupatinath, wo sie einer traditionellen hinduistischen Leichenverbrennung beiwohnen. Ein letztes Staunen, bevor Armin und Adrian zurück in die Schweiz fliegen, wo sie bald ihre nepalesischen Kollegen empfangen werden. Ein paar Wochen nach ihrer Rückkehr warten Adrian und Armin mit Übersetzerin Nasma Scheibler-Schrestha gespannt auf Padam und Bubikram. Für die beiden Nepali ist es die erste Reise ins Ausland überhaupt. Und sie haben Glück. Der Herbst im Thurgau zeigt sich von seiner schönsten Seite. Während der nächsten Woche wohnen sie bei Adrian und seiner Familie in Oberwangen. Als kleiner Willkommensgruß liegt auf den Betten ein großes Stück Schweizer Schokolade. Und gibt es für die Gastgeber im Gegenzug Schokolade aus Nepal. Wow! Für Sanitärinstallateure natürlich besonders interessant das Badezimmer. Padam und Bubikram, die zu Hause keine Dusche haben, sind beeindruckt. Auch für die nepalesischen Besucher ist der Perspektivenwechsel nicht nur ein neuer Blick auf ihre Arbeit. Auch sie sollen etwas von ihrem Gastland sehen. Darum geht's bei strahlendem Sonnenschein auf den Sentis. Für Padam und Bubikram, die im nepalesischen Flachland aufgewachsen sind, ist es das erste Mal auf einem verschneiten Berg. Und auch wenn er nicht gerade das Dach der Welt ist, so ist der Sentis doch immerhin das Dach der Ostschweiz. Und da sie den Himalaya noch nie gesehen haben und auch keinen Schnee, ist der Ausflug für Padam und Bubikram ein großes Erlebnis. Doch der Ernst des Sanitärlebens lässt auch hier nicht lange auf sich warten. Bei Brühwiler Sanitär, der Firma, die Adrian mit seinem Bruder Christoph führt, werden die beiden Nepali am Morgen nach ihrer Ankunft ihren neuen Arbeitskollegen vorgestellt. Während sie in Kathmandu mit dem öffentlichen Bus zur Arbeit fahren, hat bei Brühwilers jeder Installateur einen eigenen, voll ausgerüsteten Kleinbus. Für Padam und Bubikram ein kleines Paradies. Zusammen mit Armin geht's zum ersten Arbeitseinsatz. Eine Familie etwas außerhalb von Oberwangen soll an diesem Morgen ein neues Badezimmer erhalten. Mit vereinten Kräften heben die Sanitärinstallateure den 20-jährigen Spiegelschrank von der Wand. Für Padam und Bubikram sieht er noch aus wie neu. Sie sind erstaunt, dass er ersetzt und weggeworfen wird. Überraschend ist für die Nepali auch, wie viel Werkzeug ihr Schweizer Kollege zur Auswahl hat. Besonders beeindruckt sind sie vom Bohrer, der auch ein automatischer Schraubenzieher ist. Geübt wie sie sind, reicht ein kurzes, aufmerksames Beobachten.
Und schon gehen Bubikram und Padam ihrem Schweizer Kollegen Armin ganz selbstverständlich zur Hand. Aber nicht nur beim Arbeiten sind sie ehrgeizig. Auch in der hiesigen Sprache möchten sie sich üben. Essen, Brauchen. brauchen. Essen brauchen. Ich Brauche brauche Essen. Essen. Ich brauche Essen. Schnell gewöhnen sich Padam und Bubikram an die Schweizer Mentalität und Arbeitsweise, auch wenn ihnen einiges noch fremd vorkommt. Zum Beispiel, dass ein Waschtisch zur Schalldämmung gegen die Wand hin isoliert wird. Doch auch in diese Aufgabe schicken sich die beiden Nepali schnell und sind für Armin eine wertvolle Hilfe. Schon nach wenigen Minuten kommt der neue Waschtisch an seinen Platz. यहीँको चलेको सिस्टम जुन नेपाली बजारमा चाहिँ अब जस्तो यहीँको सिस्टमले चलाउन कोसिस गर्नेछु। अब यहाँ हेरिरहेको छु जति पनि कामहरू यो ढङ्गले चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ चलाउन खोजिरहेको छु नेपालमा। ओके त्यो गर्छु। Auch Bubikram nimmt einiges mit nach Hause. मतलब कि अहिले हामीले यहाँ देखेको जुन कामहरू छ तिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपालभन्दा धेरै फरक पाइयो कुनै कुनै कुरोमा हैन। गर्ने कुरोमा त सेमै छ, त्यसरी नै गर्ने हो। तर अब यहाँको सिस्टम र उहाँको सिस्टममा मतलब जुन यो हामीले अघि राख्यो आवाज नजाओस् भनेर त्यो सिस्टम चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा प्राय देखिएको छैन। र अब यो चाहिँ नयाँ भयो। यसलाई चाहिँ हामीले गएर नेपालमा प्रयोग गर्ने किनकि यो त सरल पनि छ हैन। हजुर। Auf zur nächsten Baustelle. Hier muss die Duschwanne montiert werden. Für einen geübten Sanitärinstallateur eine kleine Routinearbeit, würde man meinen. Ja, Jesus. Das ist immer das Gleiche. Siehst du, das ist eben das Theater, das ich am hasse auf dem Bau. Du, ein kleines Problem, die Dusche hier ist ja 90 breit, oder? Und da ist in einer Nische rein. Und mit dem Zagenband ist es natürlich grösser. Jetzt bringen sie nicht hier. Die beiden Nepali amüsiert's. Ist das jetzt die vielgerühmte Schweizer Effizienz? Ja, es steht dazu, also auf der linken Seite ist es am Boden unten und rechts ist es etwa so 10 cm am Boden. Immerhin erschüttert einen Armin so schnell nichts. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das Problem ist schnell gelöst. Armin ist zufrieden, das Gesicht ist gewahrt. Und der Auftrag doch noch erfüllt. Besuch im BZT, dem Bildungszentrum für Technik in Frauenfeld. Hier werden die Thurgauer Sanitärinstallateure in einer 3-jährigen Berufslehre ausgebildet. Adrian führt seine beiden nepalesischen Kollegen durch die Städte, in der auch er ausgebildet worden ist und wo er heute einmal im Jahr als Prüfungsexperte waltet. 30 junge Frauen und Männer werden hier jedes Jahr ins Sanitärwesen eingeführt. Mit modernster Technik, wie dieser Pressmaschine, die eine Kraft von mehreren Tonnen entwickeln kann. Und zur großen Verblüffung von Padam und Bubikram schweißen in der Schweiz auch Sanitärinstallateure. In Nepal ist Schweißen nämlich ein eigener Beruf. Doch die beiden Nepali sollen noch mehr verblüfft werden. Am Ende ihres Schweizbesuches lädt Adrian seine neuen Freunde zum Turnerabend im Nachbardorf ein. Ein Stück Schweizer Kultur zum Abschied. Alles, was ich will, teile ich mit dir. Atemlos. Der Saal tobt. Und auch Bubikram und Padam sind begeistert. Und schon heißt es auch wieder Abschied nehmen. हामीले चाहिँ विशेष त स्विसको माया बोकेर जाँदैछौँ एकदम कहिले बिर्सिनै नसक्ने। दोस्रो कुरा हाम्रो सिप सिकेर चाहिँ हामीले नेपालमा युटिलाइज गर्न पाउँछौँ र यहाँको सिप चाहिँ नेपालमा देखाउन पाउँछौँ र देखाउँछौँ भन्ने पनि हामीले पुरा विश्वास गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हो अनि अब उहाँहरूसँग घुम्दाखेरि रमाइलो लाग्यो आदि इत्यादि छोडेर जान त मन थिएन तैपनि अब टिकटको टाइममै थियो यस्तै हो। Wir haben hier wirklich 2 wunderbare Leute bei uns dürfen haben und ja, wir danken selber, dass wir die Erfahrungen dürfen teilen, weil für uns ist es genau gleich,
wie für sie gewesen. Und ich hoffe, dass sie einfach, ja, es muss ja nicht alles sein, aber einfach 2, 3, 4 Sachen, wenn sie etwas von uns mitnehmen können, wäre doch wirklich schön. Und wir haben vor allem der Familie den Geist, das haben wir gesehen und das haben wir gespürt. Der Perspektivenwechsel von Geberit und Helvetas. Eine rundum gelungene Sache.